Hi Leute, ich bin Lucia vom Fahrtgeschäft Konrad in Frankfurt am Main wieder mit dem Tobi. Und wenn ihr unsere Videos schon die ganze Zeit ein bisschen euch angeguckt habt, wisst ihr, dass wir auf der Eurobike sind und wir sind bei dem KTM-Stand, wo wir euch ein E-Gravel zeigen mit dem neuen Bosch SX-Motor. Das heißt, der wurde jetzt erst vor kurzem gelauncht und gezeigt. Und dieses Gravel-Bike wiegt gerade mal unter 14 Kilo. Und das werden wir euch jetzt ein bisschen genauer zeigen. Genau, das Modell nennt sich Makina Gravelator SX Prime. SX ist klar, der neue Bosch Performance SX ist verbaut. Hier sieht man noch schön, ne? Also ein schöner Light Assist Motor, der aber gar nicht so leicht unterstützt. Also man merkt den schon, der kann dann in der Spitze schon ein bisschen was an Leistung bringen. Ne? Ja, also der ist deutlich geschrumpft vom Volumen und vom Gewicht. Also wir hatten vorher halt 2,9 Kilo, da sind wir jetzt bei 2. Und er hat die gleiche Unterstützungsleistung, was die Wattanzahl angeht, wie der CX. Er hat weniger Newtonmeter, das merkt man gerade beim Anfahren. Das heißt, von 85 Newton ist er auf 55. Aber das ist halt ein bisschen so, man denkt halt, er wäre schwächer, wie er eigentlich ist. Also er pusht einen doch schon relativ stark nach vorne, gerade beim Graveln. Wenn es mal ein bisschen verblockt ist und es steil hochgeht, komme ich mit dem hier im EMTB-Modus oder im Turbo-Modus doch schon ziemlich gut hoch. Also für einen Light Assist müsst ihr mal ausprobieren, ist der schon richtig, richtig stark. Was haben wir hier für Ausstattung, Tobi? Also richtig coole Bremsschaltgruppe. Wir haben die SRAM Rival-Gruppe drauf. Die Bremsen richtig erste Sahne, machen richtig Spaß, auch im Gelände, auch auf steilen Trails. Und absolutes Highlight ist dann auch die Schaltung. Wir haben eine 12-Gang-Rival und zwar in der Access-Ausführung. Das heißt, wir haben eine Funkschaltung und die fährt sich halt richtig, richtig gut. Ja, also ich muss auch sagen, das ist eine coole Geschichte, weil ja, fahrt mal eine Funkschaltung im Gravel, da macht es einmal tipp-tapp und dann geht direkt der nächste Gang drin. Also das ist, gerade wenn man schnell viele Gangwechsel macht, ich kann es ja mal hier so oben ein bisschen zeigen, ne? Also wenn ich jetzt hier fahre, ne, in der Tech-Position, also ich halte jetzt nicht, sondern ich zeige mal gerade, wie ich fahre, dann ist das hier, ich bin in der Tech-Position ganz cool, weil ich hier einfach nur so einen Drücker habe, wo ich hier einfach knack, zack mache und dann ist das halt schon, schaltet der direkt. Ich muss nicht so komplett durchdrücken und habe direkt, ich tippe das an und direkt ist der nächste Gang. Oder wenn ich mich gerade vertan habe, es geht doch schneller hoch, ich denke, mache ich zack, 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 dann habe ich direkt 2, 3 Gänge. Man soll natürlich schon vorausschauend fahren und halt nicht zu viel Last reingeben, klar. Aber manchmal verpennt man es halt einfach und dann muss man halt, um hinterher zu kommen, nochmal schnell 2 Gänge reinschalten. Ne? Ja, Gewicht haben wir gesagt, unter 14 Kilo, Preis unter 6.000, 5.899. Wie wir finden, ist auch noch ein fairer Preis, weil Akku ist entnehmbar und der Motor ist halt auch noch mal am Rahmen, am Rad selber ladbar. Ne? Das heißt, ich habe hier kaum Einschränkungen. Ne? Ich kann den Akku in der Wohnung laden, ich kann aber in der Garage laden. Habe zudem mal noch einen 400er Akku, aber auch noch einen Flaschenhalter oder eine Halterung für Schlösser. Beziehungsweise jetzt für das Rad jetzt für ein Schloss. Genau, also 5.899 € ist natürlich jede Menge Geld. Aber für das, was ihr hier geboten bekommt, ist es preis-leistungsmäßig wirklich der Hammer. Also Carbonrahmen, super leicht, Light Assist Motor, entnehmbarer Akku, die Rival-Gruppe, sogar in der Access-Ausführung. Also Funk, ne? Also als Funkschaltung. Ne? Viel mehr kannst du in dein Gravelbike eigentlich nicht reinpacken und da passt dann der Name Gravelator, passt auch wunderbar, ja, weil das ist so ein bisschen das Nonplusultra im Gravel-Bereich, zumindest bei KTM. Und für den Preis ist es tatsächlich echt der Hammer. Es ist wirklich angemessen. Also es wird ja wahrscheinlich auch noch, es gibt ja schon Gravelräder auch für weit mehr. Und ja, also hier hat man schon richtig viel. Also guck dir mal die Messerspeichen hier auch an. Auch richtig schöne Carbonfelgen. Ja, Carbonfelgen. Also mir gefallen auch diese Conti-Reifen hier mit dieser Skinwall, mit diesem, das sieht aus wie so ein Eichenfass oder so. Ne? Also es ist ja brutal, wenn man da mal richtig reinguckt, ne? Wie so ein, also einfach coole Geschichte. Ne? Also hier auch die Speichen. Das ist wie die, ich weiß nicht, ob man das hier schon sieht, aber ja. Also vom Laufrad über die Schaltung bis zum Rahmen ein richtiges Top-Bike. Und für den Preis finde ich es tatsächlich voll in Ordnung. Und ich glaube, die werdet ihr auch bald bei uns im Laden finden. Ja. Schreibt gerne mal rein, was ihr da die Kombi haltet. So Gravel SX Motor.
oder ob es andere Kombinationen gibt, die vielleicht besser passen. Würde uns sehr interessieren. Es gibt einen Modus extra für Gravels bei dem Motor, der Sprint-Modus. Das heißt, die Leute, die viel Kadenz geben, viele Rounds per Minute reintreten, die werden halt nochmal einen extra Push kriegen. Und mit dem Wissen im Hinterkopf sollte man, glaube ich, das Ganze mal auf dem Schirm haben, weil das könnte das nächste große Ding werden. Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, Gravels, E-Gravels oder KTM-Bikes, gerne mal hier auf dem Kanal uns abonnieren oder die Glocke halt drücken, dann kriegt ihr halt die ganze Meldung, was für Videos wir halt hochladen. Ansonsten, ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und bis zum nächsten Eurobike-Video. Ne? Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video.